Kommunikation ist einfach alles. Sie bildet die Grundlage dafür, welchen Weg wir im Leben gehen, wie erfolgreich wir im Beruf sind, welche Freundschaften wir schließen oder gar welchen Partner wir fürs Leben, für kürzer oder auch für ganz kurz finden. Dabei ist das gesprochene Wort, also das, was ich sage, in einer Unterhaltung lange nicht so wichtig wie die Emotion im Gesagten. Emotion schlägt immer Information. Welche Arten der Kommunikation es gibt, schauen wir uns jetzt in einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Coachtisch an. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Die meisten Menschen denken bei Kommunikation zuerst an Sprechen. Dabei besteht Kommunikation aus vielen Bausteinen und aus 3 verschiedenen Arten. Erstens, verbal, also das gesprochene Wort ist fast jedem ein Begriff. Verbal bedeutet alles Sprachliche wie Wort- und Satzbau, also das, was jemand sagt bzw. welche Information er von sich gibt. Punkt 2. Wirst du vielleicht auch kennen, nonverbal ist vielen spätestens beim Begriff von Gestik und Mimik geläufig. Lächelt jemand beim Sprechen, so hört man das zum Beispiel auch am Telefon. Weniger bekannt ist aber die weitere Bedeutung von nonverbal, denn dazu zählt auch, wir schauen uns das einmal an, Körperhaltung, Kleidung, Aussehen, die Frisur, Schwitzen in unangenehmen Situationen, Tattoos, Aussehen des Arbeitsplatzes und vieles mehr. Oft nicht bekannt, aber keineswegs weniger wichtig ist drittens, paraverbal. Gemeint ist damit die Art und Weise, wie man etwas sagt, also die Emotionen, die man im Gespräch zeigt. Sagt man seinem Partner beispielsweise, ich liebe dich, in einem gelangweilten Ton, so à la Samsung in der Sesamstraße, dann wirkt das wenig glaubhaft. Toll muss auch toll klingen, wie mein Kollege Olli immer sagt. Zu paraverbal gehört unter anderem die Stimmeigenschaft, Stimmlage, der Tonfall, der Ton macht die Musik, die Lautstärke, das Tempo, der Dialekt, die Melodie oder die Aussprache, also ob zum Beispiel jemand deutlich oder undeutlich spricht. Ich komme zum Beispiel aus Stuttgart ursprünglich, manchmal hört man das noch durch. Auch Schweigen oder Sprechpausen sind Bestandteil von paraverbaler Kommunikation. Und wie wichtig gerade die para- und nonverbale Kommunikation ist, das verdeutlicht die folgende Grafik. Hier macht das gesprochene Wort, also das, was man sagt, gerade einmal ungefähr 10% in einem Gespräch aus. Viel wichtiger sind Gestik und Mimik mit etwa 50% sowie Emotionen mit etwa 40%, also paraverbal. Also, wenn du was verkaufen möchtest, dann sei von deinem Produkt und deiner Sache begeistert und begeistere andere damit. Das gilt vor allem dann, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder dich private Themen belasten. Häufig ist Arbeit der Ausweg für viele Dinge, daher merkt ihr, Emotion schlägt immer Information. Das war's auch schon mit einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Coachtisch. Alle Themen gibt es natürlich auch als vollwertige Video-Workshops oder als Präsenztraining dann in deiner Stadt. Mehr dazu unter coachtisch.de. Ich schreibe den Link unten in die Beschreibung. Und wenn dir dieses kurze Video gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal, folge mir gerne auch auf Facebook. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und allzeit gute Unterhaltung. Ciao.